Das hier ist mein Hauptrechner zum Arbeiten und Spielen und seit einiger Zeit nervt mich die Lautstärke des Lüfters. Ich will diesen Lüfter durch einen Tower-Lüfter ersetzen und prüfen, ob es was bringt. Zuerst teste ich das System mit MSI Afterburner, dort kann man die Temperaturen ablesen von GPU und CPU und mit dem Task Manager, wo man die Auslastung der jeweiligen Prozessoren sehen kann. Wie man hier auch sehen kann, habe ich die Grafikkarte leicht übertaktet. Ich spiele einige Runden Call of Duty Warzone und teste dann die Performance vorher und nachher. Dazu lasse ich den Task Manager einfach in meinem Vordergrund laufen, um zu sehen, wie die Auslastung des Prozessors und der Grafikkarte insgesamt aussieht. Die Leistungseinbrüche in der Grafik vom Task Manager sind damit zu erklären, dass da der Ladebildschirm war. Und sonst sieht man im Spiel, dass die Grafikkarte gar nicht an ihrem Limit arbeitet, sondern eher mittig, also ungefähr die halbe Leistungsfähigkeit abruft, während der Prozessor schon völlig am Anschlag arbeitet, beziehungsweise hier im Bereich von 80-90% bis hin zu 95%. Wir haben hier den Flaschenhals-Effekt, also Bottleneck. Der Prozessor begrenzt hier die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte, die eigentlich mehr könnte, aber durch ihre Abhängigkeit vom Hauptrechner leider eingeschränkt wird. Ich frage mich, ob ein neuer Kühler die Performance irgendwie beeinflussen kann. Für die Arbeit lege ich mir einige Materialien bereit, also zum einen Isopropanol, aber auch Tücher, Mikrofasertücher, Wattestäbchen, Wärmeleitpaste, falls sie nötig sein wird und einige Schraubenzieher in verschiedenen Größen. Außerdem habe ich auch den neuen Tower-Kühler ausgepackt und bereitgelegt. In dem Rechner steckt ein Intel Xeon i3 1230 Prozessor, der standardmäßig mit 3,4 GHz getaktet ist. Außerdem sind 32 GB DDR4 RAM eingebaut mit dem Chipsatz 2133. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GTX 1070 Founders Edition. Der Prozessor sitzt auf einem 1151 Sockel und hier entferne ich den Lüfter, der beim Kauf mit dabei war. Das ist ein Top-Down-Lüfter, mit dem ich jetzt wegen der Lautstärke leider nicht mehr zufrieden bin. Außerdem ist mir auch im Sommer schon aufgefallen, dass der PC unheimlich heiß wird und da habe ich schon gedacht, da müsste man den Airflow im Gehäuse optimieren. Der Kühler hier ist sehr leicht zu entfernen, dazu nehme ich einfach einen Schlitzschraubenzieher, drehe einmal an den 4 Schrauben eine Vierteldrehung und anschließend kann man die Pins nach oben ziehen. Man muss natürlich den Lüfter auch vom Strom trennen und dann kann man den ganzen Lüfter herausnehmen. Dabei muss man natürlich vorsichtig sein, dass man den Prozessor nicht beschädigt oder auch die umliegenden Teile. Wer sich nicht gleich einen neuen Lüfter kaufen möchte, kann natürlich den alten Lüfter erst einmal schön reinigen und neue Wärmeleitpaste auftragen. Auch das würde schon helfen. Nach 5 Jahren ist dieser Lüfter aber aus unerfindlichen Gründen laut geworden und wird deswegen ausgetauscht. Da ich später am Sockel arbeiten möchte und die CPU herausnehmen will, mache ich mir ein bisschen Platz zum Arbeiten. Ich entferne bei mir die RAM-Bausteine. Möglicherweise macht es bei euch auch Sinn, die Grafikkarte herauszunehmen. Dann befreie ich den Sockel von den Staubresten, die zum Vorschein gekommen sind, als ich den Lüfter herabgenommen habe. Wie ein Herzchirurg entferne ich jetzt vorsichtig die Klammer von dem Prozessor und hole den Prozessor heraus, um ihn anschließend zu reinigen. Die Verkrustungen der Wärmeleitpaste müssen entfernt werden, bevor man den neuen Kühler installiert. Natürlich sollte man vorher darauf achten, geerdet zu sein. Für die Reinigung benutze ich handelsübliches Isopropanol mit 70%. Das gibt es in jeder Apotheke. Wenn ihr könnt, kauft auch ruhig Isopropanol mit 90%, weil das dann sogar noch besser funktioniert. Der Prozessor muss nicht unbedingt aussehen wie neu, aber man sollte die Prozessoraufschrift schon entziffern können. Wenn der Prozessor dann eurer Meinung nach gut gereinigt ist, kann man ihn wieder einsetzen und weiterarbeiten. Je nachdem, welchen Sockel und welchen Prozessor ihr habt, werdet ihr unterschiedlich vorgehen müssen. Ich habe jetzt den 1151 Sockel und muss deswegen von beiden Seiten an das Mainboard herankommen. Hier sind die Löcher, die wir für die Arbeit brauchen. Dort waren vorher die Pins des anderen Lüfters. Für die Rückseite brauchen wir diese Backplate und auf der Vorderseite werden wir nachher die Montagebrücken brauchen.
Jetzt bereite ich mir die Backplate mit den Backplate-Schrauben und den O-Ringen vor. Dazu stecke ich passend für meinen Sockel in die jeweilige vorgesehene Öffnung die Backplate-Schrauben und befestige dann die O-Ringe auf der anderen Seite. Die O-Ringe sind ein Puffer zwischen dem Mainboard und der Backplate. So kann man mögliche Beschädigungen reduzieren. Je nachdem, was für ein Gehäuse ihr habt, könnt ihr die Backplate sofort ordentlich einbauen. Oder aber ihr müsst, wie das bei mir der Fall ist, erst einmal doch wieder einige Schrauben entfernen, die Backplate unter das Gehäuse schieben und dann die Schrauben nachträglich wieder einfügen. Achtet hier darauf, dass die Backplate-Schrauben auch richtig in der Form sitzen. Als nächstes brauchen wir die Gewindebolzen, die die Backplate am Mainboard festhalten werden. Damit die Backplate auch auf ihrem Platz bleibt, halte ich sie von einer Seite aus fest und befestige dann von der anderen Seite die Gewindebolzen. Wenn alle 4 Gewindebolzen befestigt sind, kann man sie mit dem Schraubenzieher sachte nachziehen, sodass sie gut am Mainboard sitzen und nicht mehr wackeln. Und nun ist es an der Zeit, die Montagebrücken zu fixieren. Dazu platzieren wir sie auf der passenden Oberfläche. Achtet dabei auf das richtige Loch, das zu eurem Mainboard passt. Bei mir sind es hier die weiter innen liegenden Löcher, die zum 1151 Sockel gehören. Und dann kann man sie schon festschrauben. Nun brauchen wir den Kühler und die Kühlermontagebrücke. Ich werde die Schutzkappe am Tower-Kühler unten gleich abnehmen und die Kühlermontagebrücke einfach oben drauf legen und die Schrauben auch schon hineinsetzen, damit man später nur noch Festschrauben braucht. Seid vorsichtig mit eurem Prozessor. Achtet auch auf die Wärmeleitpaste, wenn schon welche vorher aufgetragen worden ist, damit die nicht verschmiert, sondern nur auf dem Prozessor landet. Bringt den Kühlertower nun so in Position, dass ihr die Schrauben befestigen könnt. Fixiert sie vorsichtig, aber gut, damit der Kühlertower auch wirklich gut sitzt und nicht mehr wackelt. Das könnte sonst zu Störgeräuschen führen oder aber sogar die Funktion beeinträchtigen und im schlimmsten Fall sogar den Prozessor beschädigen. An dieser Stelle würde ich gerne sagen, dass, obwohl hier auch Produktnamen auftauchen, bestimmte Firmen auftauchen, ich mich einfach persönlich dafür entschieden habe, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Das hier ist keine Werbung, ich kriege auch kein Geld von einem Werbeträger für dieses Video. Ich finde es aber auch albern, alles zu retuschieren, vor allem weil es auch einfach zu zeitaufwendig ist. Prüft am Ende, ob euer Kühlertower auch wirklich gut befestigt ist. Die Idee hier ist, dass ein schöner Luftstrom entsteht. Durch den Frontventilator vorne wird die Luft hineingepustet, geht beim Prozessor schön durch und kühlt den Prozessor dabei nebenbei und kommt hinten wieder raus, sodass die warme Luft schön durchfließen kann. Fast geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch den Lüfter und die Lüfterklammern und können dann alles befestigen. Beachtet bei eurem Lüfter auch die richtige Luftrichtung, die wird mit Pfeilen am Rand markiert. Ein Pfeil zeigt euch, wie der Lüfter sich dreht und der andere Pfeil zeigt, wo die Luft hineingeht und wo sie hingeht. Und auch der Stromanschluss ist entscheidend für die Position des Lüfters. Dreht den Lüfter so, dass das Kabel am Mainboard auch wirklich befestigt werden kann. Ihr könnt versuchen, die Klammern schon vorher anzubringen oder dann tatsächlich am Kühltower selbst. Das ist euch überlassen, was euch leichter fällt. Sobald der Lüfter am Kühltower positioniert ist, kann man die Klammern einfach am Kühltower selbst befestigen. Und nicht vergessen, das Stromkabel am Mainboard befestigen. So oder so ähnlich sollte es im Innenraum eures Computers jetzt aussehen. Also das hier ist Aufrüsten im wahrsten Sinne des Wortes.
Endlich ist alles fertig und wir sind ready to go. Jetzt können wir gleich einen Testlauf machen und schauen, was es tatsächlich gebracht hat, den Top-Down-Kühler durch einen Tower-Kühler zu ersetzen. Ich spiele noch einmal Warzone und lasse nebenbei den Task Manager und MSI Afterburner laufen. Die Ergebnisse sind sehr interessant und ich bin mir nicht sicher, wie ich sie interpretieren soll. Beim ersten Test hatte ich das Programm optimierte Einstellungen für das System finden lassen. Dieselben Einstellungen benutze ich jetzt noch einmal. Ich habe 2 Testdurchläufe gemacht und dabei die Graphen vom Task Manager sehr genau beobachtet. Meine erste Beobachtung bezieht sich auf die CPU. Der Prozessor scheint insgesamt mehr Leistung abrufen zu können. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, ob ich die Daten falsch interpretiere oder ob vielleicht doch unbestimmte Variablen den Vergleich verfälschen. Während im ersten Test die CPU meistens ca. zu 85% Auslastung im Durchschnitt genutzt worden ist, scheint es beim zweiten Test so zu sein, als würde die CPU insgesamt eher zu 95% ausgelastet werden. Der Graph ist insgesamt weiter oben, bewegt sich insgesamt auf einem höheren Niveau. Vielleicht ist der Prozessor früher an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gestoßen, weil er zu heiß geworden ist und daher eine Drosselung vorgenommen worden ist, aber das ist bloß Spekulation, auch wenn die Temperaturergebnisse das nahezulegen scheinen. Die durchschnittliche Arbeitstemperatur der Prozessoren liegt jetzt bei ca. 60 Grad und das ist im Vergleich zu vorher ca. 15 Grad weniger im Durchschnitt. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Messergebnisse einfach falsch sind oder ob der Kühler und die neue Wärmeleitpaste doch einen so hohen Effekt haben. Sehr interessant ist auch, dass die Grafikkarte ihr Potenzial besser ausschöpfen kann. Vermutlich liegt es daran, dass der Prozessor nun etwas schneller arbeiten kann und damit etwas besser Schritt halten kann mit der Performance der Grafikkarte. Darüber hinaus sollte auch die niedrigere Temperatur im oberen Teil des Gehäuses auch der Grafikkarte zugutekommen. Insgesamt kann ich jetzt sagen, dass durch die bessere Kühlung der Prozessor näher an seiner Auslastungsgrenze arbeitet und damit gefühlt mehr Performance bietet. Und selbst wenn dieses Ergebnis nur ein Messfehler ist, so ist doch die niedrigere Temperatur im Betrieb des Computers insgesamt gut für die Langlebigkeit. Außerdem habe ich das ursprüngliche Problem auch gelöst. Der Computer läuft jetzt wirklich schön leise. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.